Ich habe gerade meinen Himmel ausgebaut. Ich werkel mal wieder an meinem Wohnmobil. Ich habe schon die Elektrik neu verkabelt und ein bisschen den Pinsel geschwungen. Als ich mich vor 3 Jahren auf Fahrzeugsuche begeben habe, habe ich gezielt nach einem Wohnmobil gesucht. Einen Kastenwagen selbst zu einem Camper auszubauen, war für mich eigentlich nie ein Thema. Ich wollte lieber ein Wohnmobil renovieren, weil ich fand, dass das einfach viel mehr Vorteile mit sich bringt. Und seitdem habe ich immer mal wieder kleinere und größere Sachen am Auto gemacht. Gerade bin ich mal wieder an so einem Rundumschlag und bin erst am Anfang einer langen Liste. Das Tolle an der Renovierung eines über 30 Jahre alten Wohnmobils ist, dass es eigentlich nur besser werden kann. Egal was man macht, es muss nicht perfekt sein und trotzdem ist es mit ziemlicher Sicherheit schon ein riesen Upgrade zu dem, wie es davor aussah. Ich bin eher der Typ Mensch, der ein Haus renoviert, anstatt ein neues zu bauen. Ich liebe es, wenn Dinge eine Geschichte erzählen. Und da hat mein Wohnmobil echt einige zu bieten. Ich habe was gefunden! Daher habe ich mich auch dagegen entschieden, einen Van neu auszubauen, sondern etwas zu nehmen, was es schon gibt und es auf meine Bedürfnisse anzupassen. Genau nach diesem Motto werde ich mich nun an die Polster im Wohnmobil machen. Die sind nämlich immer noch im absoluten Originalzustand und das Muster ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich war also im Stoffladen und habe mir verschiedene Stoffe ausgesucht. Die Sitzpolster habe ich netterweise bei der Oma abgeben dürfen. Währenddessen kümmere ich mich um diese Wandpolster und den Fahrzeughimmel möchte ich auch neu machen. Ob ich schon mal was gepolstert habe? Nein, aber ich werde es jetzt wohl lernen. Das Tolle an einer Renovierung ist ja, dass vieles optional ist. Man kann sich Schritt für Schritt rantasten. Ich finde es oft etwas überfordernd, vor einer komplett leeren Leinwand zu stehen. Von daher finde ich es ganz schön, wenn schon ein paar Striche vorgegeben sind und dann merkt man recht schnell, ob man weitermalen möchte oder erst nochmal radiert. Ich finde es immer super interessant zu sehen, wie das gemacht wurde. Also, ich meine, das hing schon immer an meiner Wand, aber jetzt mal so zu sehen, wie so die Rückkonstruktion ist und was sich so dabei gedacht wurde, ich finde das spannend. Eigentlich war der Stoff natürlich genau berechnet, aber natürlich musste ich den Plan nochmal umschmeißen und 2 Stoffe tauschen. Boah, das dürfte echt keinen Zentimeter kürzer sein, dieser Stoff. Ich muss jetzt erstmal verstehen, wie dieser Tacker funktioniert. Ich habe den schon länger nicht mehr benutzt. Ah, okay. Der allererste Tackerer. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es wird schon. Keine Ahnung, wie ich jetzt am sinnvollsten vorgehe. Um Gottes Willen. Nummer 1 ist fertig und ich glaube, ich liebe diese Farbe. Mega schön. Und by the way, wann bitte hatten wir schon mal im September so eine schöne Abendsonne und noch so warm? Also es hat heute 27 Grad gehabt und es ist jetzt ja wirklich schon Ende September. Das ist richtig toll. Trotzdem geht die Sonne mittlerweile früher unter, deswegen beeile ich mich jetzt, dass ich das andere noch schaffe. Das Polstern an sich ist echt kein Hexenwerk. Einfach ein bisschen zurechtziehen und dann rantackern. Trotzdem hätte ich mich da vor 3 Jahren noch nicht rangetraut. Aber das ist auch okay. Jedes Projekt kommt zu seiner Zeit. Guten Morgen. Ich habe eben schon hier mein fertiges Polster mal angehalten und habe es direkt dreckig gemacht. Hier die Ecke ist jetzt schon schwarz, weil hier hinten noch alles, naja, etwas dreckig ist.
Oh Mann. Bei einer Renovierung kommt man praktischerweise auch an Ecken, die sonst verborgen bleiben. Beim Saubermachen im Wohnmobil sowie auch am Haus unterstützt mich Everdrop. Das ist ein Putzsystem mit wiederverwendbaren Glasflaschen. So spart man sich lästiges Plastik. Die Putzflüssigkeit kommt platzsparend in Pulverform und mit ein bisschen lauwarmem Wasser ist es sofort einsatzbereit. Ich verwende da das Power Powder von Everdrop. Das ist besonders gut für hartnäckige Verschmutzungen und das habe ich definitiv nötig am Wohnmobil. Toll finde ich auch die farbliche Kennzeichnung bei den Everdrop-Produkten. Da ist wirklich alles durchdacht. Everdrop hat echt ein großes Sortiment. Besonders gut gefallen mir zum Beispiel auch diese Putzlappen. Die sind wirklich zum Wiederverwenden gemacht. Die kann man in der Waschmaschine oder im Geschirrspüler waschen. Bis zum 3. Oktober gibt es bei Everdrop gerettete Produkte bis zu 40% reduziert. Gerettet bedeutet, dass es Produkte sind, bei denen zum Beispiel die Verpackung beschädigt ist, aber das hat eben keinen Einfluss auf den Inhalt, der ist quasi unversehrt. Nur die Produkte können eben so nicht normal verkauft werden. Mit meinem 342-Code bekommst du außerdem 3 Produkte für den Preis von 2. Außerdem habe ich auch noch einen 10% Rabattcode von Everdrop, der gilt auch noch nach dem 3. Oktober. Beide Codes sind ohne Mindestbestellwert und auch auf bereits reduzierte Artikel. Alle Infos dazu in der Infobox. Yo! Ich habe was gefunden! Oh, das ist leider nichts Interessantes. Oh, ich habe schon immer gehofft, dass ich hier irgendwas Verstecktes finde. Was Französisches? Cool. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich glaube, das hier kriege ich nicht raus. Ich glaube, das muss ich einfach irgendwie drüber tackern, so wie es jetzt ist, weil das ist anscheinend hier unten festgemacht. Aber das bedeutet, dass ich jetzt eine kleine Planänderung vornehme. Eigentlich wollte ich jetzt hier mit den Polstern weitermachen, aber ich komme halt hier gerade super an den Himmel. Deswegen werde ich mich jetzt an den Himmel zuerst machen. Ich habe gerade eine 2 Kilometer Wanderung hinter mir, um mir einen Sprühkleber zu leihen. Aber der ist für Fotos und Folien. Das wusste ich natürlich nicht. Ich habe mich auch gefragt, ob ich den Himmel irgendwie ausbauen kann. Auch ein absoluter Vorteil an alten Wohnmobilen. Das sind diese So wird's gemacht Bücher. Aber hier steht leider nichts zum Thema Himmel. Die Türverkleidung steht drin, wie man die ausbaut. Was auch cool ist, habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. Die könnte ich ja auch mal neu machen. Ich gucke mal, ob ich ihn ausbauen kann. Mal schauen. Wo ein Wille, da ein Weg. Natürlich habe ich den Himmel ausgebaut, auch wenn ich bei diesem Licht echt etwas gekniffelt habe, wie ich das rausbekomme. Nee. Ich habe das gerade rausbekommen. Ach hey, okay. Strom. Okay, mach ich jetzt nichts am besten. Ich lasse es einfach so. Ah! Okay. Boah, das Staub. Boah. Ich mache jetzt sehr genau Fotos von allem, damit ich später weiß, was zu was gehört. Oh. Ich habe das gerade ausgebaut. Oh Gott, was mache ich hier? Ich habe gerade meinen Himmel ausgebaut. Das ist jetzt doof. Also das mit dem Stoff passt irgendwie nicht optimal. Ich dachte, der wäre viel zu lang. Aber er könnte ein bisschen länger sein. Ich meine, ich krieg's schon hin. Ich kann ja hier was wegschneiden, dass ich dann hier ansetzen kann. Aber es wäre natürlich schon cool gewesen, wenn das alles ein Stoff gewesen wäre. Das Gute ist aber, dass ich durch meinen Messfehler bestimmt ein paar Euro gespart habe. Man muss ja immer das Positive sehen. An dieser Stelle kannst du gern schon mal schätzen, was der Stoff denn gekostet hat. Ich verrate später auch noch. Not you, not her, not him or them gonna stop me from getting mine now. Not you, not her, not him or them gonna silence my rising inner child.
Every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Yeah. Every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Yeah. Yeah. Gotta get mine. So, bevor ich den Himmel wieder anbringen kann, möchte ich erst noch das hier neu polstern. Ich finde, es sieht schon richtig gut aus. Jetzt muss ich nur noch die Polster hier überziehen, die dann dahin kommen. Und dann bin ich fertig. Das ist das letzte, was jetzt gleich noch hier dran kommt. Nee, so rum. Ich habe gestern Abend ein bisschen Bedenken gehabt, weil es dann auch schon ein bisschen späterer Stunde war, dass ich jetzt das Muster falsch rum drauf mache. Aber es passt alles. Falls es jemandem aufgefallen ist, ich trage heute zum ersten Mal seit immer Silberschmuck. Wir haben nämlich diese Ohrringe jetzt seit kurzem auch im Silber im Shop. Die gab es ja bisher nur in Gold. Und super viele von euch haben immer wieder nachgefragt, ob es die auch in Silber gibt. Und ich war immer so, naja, ich trage ja selber gar kein Silber. Nee, Silber ist doof. Aber ich mag es wirklich. Ich hätte nicht damit gerechnet. Alle Infos dazu sind wie immer in der Infobox. Nun gut, weiter geht's jetzt mit dem hier. Das Timing ist perfekt, die Polster sind nämlich auch schon fertig. Das hat die Oma wunderbar gemacht, deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie alles fertig aussieht. Ich liebe die Farbe, das gefällt mir so gut. Auch die Polster sind wirklich 1A gemacht. Da hat die Oma wirklich wahre Wunder vollbracht, das hätte ich niemals so hinbekommen. Das ist bisher wirklich mein absolutes Lieblingsrenovierungsprojekt. Bei der Farbe muss es ständig trocknen. Das hat mich total genervt. Wenn man was mit Holz macht, braucht man so viel Werkzeug und es staubt. Wohingehend das einfach schön war. Das war einfach eine schöne Aufgabe. Ich habe es sehr genossen, ich habe viel dabei gelernt. Und das liebe ich irgendwie auch total an diesen Renovierungsprojekten. Ich meine, sag niemals nie, vielleicht baue ich irgendwann mir mal einen eigenen Van aus. Aber jetzt gerade... weiß ich nicht, ich mag das total. Ich liebe das einfach, diesen Ort so zu verändern und dieses Wissen, dass der einfach von so vielen Leuten schon wertgeschätzt wurde und ich den jetzt haben darf. Das kann ich mir mal immer noch nicht glauben, dass das meins ist. Und ich jetzt die Nächste bin, die hier sich ausprobieren darf. Zum Thema, wie viel hat das jetzt gekostet mit dem Stoff? Ich glaube, ich habe für den Stoff ein bisschen unter 200 € bezahlt. Was jetzt nicht mega wenig ist, aber für das Ergebnis ist das auf jeden Fall super. Also hätte ich schon eher machen können. Jetzt bin ich erstmal zufrieden, aber ich habe schon wieder eine ewig lange Liste, was als nächstes dran ist. Denn ich habe auch ein bisschen Zeitdruck. Es soll ja auch schon bald losgehen. Und es ist noch einiges zu tun. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber ich habe in diesem Video versucht zu vermeiden, den Fußboden zu filmen. Es ist mir ein paar Mal auch nicht gelungen, das habe ich schon gesehen. Weil Jascha und ich parallel auch noch einen neuen Fußboden hier reingesetzt haben. Das siehst du aber im nächsten Video erst und der ist richtig, richtig schön geworden. Deshalb bleib dran und bis bald!